Wie fliegt eigentlich ein Ball? Können wir die Flugbahn von einem Ball naturwissenschaftlich beschreiben und modellieren? Was heißt eigentlich modellieren und was sind Modelle in Naturwissenschaften? In der EduChange Modellbildung geht es genau darum. Jugendliche lernen Schlüsselkonzepte aktueller Forschung kennen und wenden sie selber in einem eigenen Forschungsprojekt an. Eine der Schulen, mit denen wir das Projekt erprobt haben, war die Europaschule Bornheim. Die Challenge lautet: Modelliert und simuliert eine Wurfbewegung aus einer Sportart eurer Wahl und veröffentlicht die Ergebnisse eurer Forschung. Hierzu führen die Jugendlichen eine Wurfbewegung durch, nehmen sie auf Video auf und analysieren das Video mit Hilfe eines Programms. Außerdem simulieren die Jugendlichen die Wurfbewegung auf Basis eines Modells. Die Simulationsergebnisse vergleichen sie mit der Beobachtung und verbessern das Modell. Kannst du erklären, wie das Modell und die Natur dann eigentlich zusammenhängen? Also wir Menschen sind eben von Vorgängen in der Natur fasziniert und wollen sie uns gerne erklären. Dazu erstellen wir dann eben Modelle. Dann leiten wir eben aus den Modellen Prognosen ab und in der Natur beobachten wir die Vorgänge. Am Ende werden dann eben unsere Prognosen und unsere Beobachtungsdaten verglichen. Und mithilfe dieses Vergleichs können wir dann unsere Modelle verbessern und so uns die Vorgänge der Natur erklären. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren die Jugendlichen in einem wissenschaftlichen Artikel. Dieser wird von den anderen Gruppen, die ebenfalls ein Forschungsprojekt gemacht haben, begutachtet. Bei grünem Licht kann der Artikel in unserem Online-Journal veröffentlicht werden. Hiermit lernen die Jugendlichen einen wichtigen wissenschaftlichen Mechanismus kennen, das Peer-Review-Verfahren. Wie war das für dich, das Peer-Review-Verfahren zu euren Forschungsergebnissen im Physikunterricht zu machen? Ja, also ich fand das Texte schreiben an sich war ein bisschen trocken manchmal, aber dadurch, dass man das dann mit den anderen so verglichen hat und sich die anderen Texte auch durchlesen konnte, fand ich es eigentlich sehr interessant, mal zu sehen, wie die anderen das so formuliert haben. Die Jugendlichen haben hiermit nicht nur Ergebnisse von Forschung kennengelernt, sondern besonders den Prozess, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung funktioniert. Nach 12 Unterrichtseinheiten zieht Achim Kittelmann sein Fazit. Du hast ja jetzt die Erfahrung aus der Unterrichtspraxis. Mit der Edu-Challenge konnte man diesen Erkenntnisgewinn viel deutlicher simulieren. Und die Schüler haben einen ganz anderen Einblick auch in das wissenschaftliche Arbeiten gewinnen können. Insofern war das ein großer Gewinn für uns, dass die Schüler nicht nur die Physik verstehen, sondern auch, wie komme ich zu den einzelnen Ergebnissen. Die EduChange selber kommt jedenfalls gut bei den Schülerinnen an. Kannst du deinen Eindruck beschreiben, den du von der EduChange hattest und vielleicht, was dir daran besonders gefallen hat? Also es war natürlich eine Abwechslung zum normalen Unterricht und ich fand es auch gut, dass man so selbstständig daran arbeiten konnte. Wenn man dann sieht, dass die Ergebnisse besser werden, dann macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß, aber an sich fand ich es sehr gut. Ortswechsel an die Uni Bonn. Genauer gesagt an das Argelander Institut für Astronomie. Dr. Maud Charmeton forscht hier mit Modellen zum Universum. Sie zeigt uns Parallelen zwischen der, in Anführungszeichen, echten Forschung und der EduChallenge Modellbildung. Hey Maud. Hi. How do you work with models? I have this Jupyter notebook here, and in the Jupyter notebook we have some modelization of the universe first light. So what this is the oldest light we can observe from our universe. And we have a curve that represents this light. And from this model of the first light of our universe, we can generate a simulation of how this is supposed to look over the full sky, basically. And then we can compare this simulation to the real data. And we see that this is pretty similar. This is something really great about physics, to be able to predict the future, sort of, or to predict how the world around us behaves. Hallo Maud. Hallo Frank. Oh. Hallo Jan. Hallo Frank. Das ist Professor Frank Bertoldi. Er leitet eine Arbeitsgruppe hier im Institut, in der auch Maud arbeitet. Und Frank, wir haben uns gerade über die Modelle unterhalten. Spannendes Thema, ja. Ja. Und ich habe gesehen, dass bei Maud das Modell ziemlich gut zu der Beobachtung von einem Satelliten passte. Ist das bei euch immer so, dass es so gut passt? Maud hat schon sehr lange an diesen Modellen gearbeitet. Natürlich passt es nicht immer. Und der Alltag eines Wissenschaftlers besteht darin, Modelle zu entwickeln oder zu verbessern. Ja.
Diese Arbeit mit Modellen lernt ihr bei der Edu-Challenge Modellbildung kennen und taucht damit in den Prozess naturwissenschaftlicher Forschung ein. Mit diesem Verständnis könnt ihr Zusammenhänge aktueller Fragen noch besser verstehen, wie zum Beispiel zum Klimawandel oder anderen Erkenntnissen. Wir haben dazu die Edu-Challenge mit einem Team aus insgesamt 7 Leute über 3 Jahre entwickelt, bis sie so wurde, wie sie jetzt ist. Für uns in der Fachdidaktik war die Herausforderung, dass ihr in der Schule einerseits ein authentisches Forschungsprojekt machen könnt und das andererseits aber ohne große Vorerfahrung. Hi! Hallo! Hallo! Johanna, du hast die Programmierumgebung für die Videoanalyse und Simulation gemacht. Ja. Zeig uns das doch mal. Ja, sehr gerne. Also hier siehst du es direkt. Wir wollten ja möglichst authentisch bleiben, deswegen haben wir uns entschieden, das gleiche Programm zu nutzen, wie wir gerade eben auch schon bei Mode gesehen haben. Und haben das eben mit ganz vielen Kommentaren, Hilfestellungen, Erklärungen versehen, damit das eben auch ohne Vorkenntnisse gut möglich ist. Und so kann man zum Beispiel dann, wenn man den Code ausführt, selber eine Videoanalyse durchführen mit einem Video, was man selber einliest und letztendlich dann hier die Videoanalyse starten, ohne dass man wirklich viel programmieren muss und das eben dadurch ganz unkompliziert möglich ist, auch wenn man noch nie in seinem Leben programmiert hat. Und hier ist es dann ziemlich cool, hier kann man dann einfach die Position des Wurfobjekts anklicken und dann bekommt man das Ergebnis, dann sieht es eben hier so aus. Und diese Daten, die man so erfasst hat, sind die Grundlage dafür, um dann nachher mit der Simulation, die die Schülerinnen und Schüler eben auch erstellen, die Daten eben zu vergleichen und dann eben auch überlegen kann, wie gut passt meine Simulation dazu und dann auch die Simulation nochmal bearbeiten kann und so ein neues Video sich erstellen kann. Und das geht eben alles ohne Vorkenntnisse. Cool, vielen Dank, Johanna. Gerne. Dann schauen wir uns jetzt noch die Lernumgebung an, in der man die Edu-Challenge macht. Greta, du hast die Lernumgebung erstellt. Zeig uns die doch mal. Ja, gerne. Also die digitale Lernumgebung läuft einfach in einem Browser. Das heißt, man kann von jedem Gerät aus arbeiten. Die Videoanalyse und Simulation laufen über einen Unibond-Server. Das heißt, man muss auch vorher nichts installieren. Wir haben bei der Erstellung auch mit einem Grafiker zusammengearbeitet, damit die Lernumgebung ansprechend und übersichtlich gestaltet ist. Und sie ist in Meilensteine eingeteilt und in diesen Meilensteinen bekommen die Schülerinnen und Schüler alle Informationen, die sie fürs Forschungsprojekt brauchen, meistens in Form von interaktiven Erklärvideos und Aufgaben, die sie bearbeiten. Und ja, in dieser digitalen Lernumgebung steckt alles drin, was man für das Forschungsprojekt braucht. Damit seid ihr dran. Wenn ihr nun Lust habt, bei der Edu-Challenge mitzumachen, ihr findet alle Infos hier runter. Also macht mit bei der Edu-Challenge Modellbildung.